Hi, ik zie Gladys Rempel en ik vreem me dat u dit ware has opgemaakt. Lust u nach Emma, nur dat Gott ihn bij je bed wordt antwoorden, nur een wonder Gott is? Du denkst, dat bloos Gott kon dat doen. Du hast alles gedaan wat du wist en nu setzt du bloos en lust Gott wordt dat doen. Weits manchmal ist dat rechte Ding zu doen, bloos zetten en leuren. Aber gewöhnlich, wenn du beten das am Wort, dann jeft Gott die Wort an, wat du doen kannst. Manchmal wordt hij die aanjeft als, nu zie bloos stil en leur. Ik word dat doen. En Jesaja 46, du hast sind ein paar Vers, wo Gott verspricht. Er sagt, dort, wo ich geplant habe, dort, wo ich doen. Ich habe gesagt, das wird passieren und das wird passieren. Ich will meinen Plan für dich vollbringen. Vielleicht denken wir dann so, okay, gut, Gott sagt, das wird vor dich worden, dann brauche ich nu auch nicht doen. Aber weißt du was? Gott will seinen Plan erfüllen, aber er will seinen Plan durch die erfüllen. Er sagt die, was du doen kannst, dort eine Erfüllung zu bringen. Wenn du die was in Huis bent, je wil du in die man je aus dem Polied, je wil je in Huis bent. En je beden dat die waar je nog geld had, dat die kunnen vinden en fijn het voor je huis bent, niet zo? En dan ga je een goede arend en je krijgt dat geld. Nu zijn je uit in huis bent, niet zo? Goed. Nu zetten we door aan leuren. God wordt ons dat huis geven. Is dat wat je doen? Nee. Dan vangt de grote arbeid aan. God heeft ons gezegd met dat geld nu maar wie de arbeid doen, plannen, hoeveel sloopstoffen zal dat huis hebben, wat van hof wel we hier aan, we wel ons hof smaak maken, wat van de meubelen wel we aanzetten. Dat alle dat je dan plannen en dan dit dat lang, dit dat zijn tijd, wat dat huis vorig is. Dat brengt een arbeid en dat brengt geloven. En 1 Korinther 15 vers 10 sagt Paulus, hij zegt, dat is bloos bij God zijn genade. Dat ik zie, wie ik zie. Dan zegt hij, aber hij heeft zwaarder gearbeitet als al die anderen. Dan zegt hij, dat is God zijn genade. Die van jullie wordt deze werk op de Frühjahrskonferenz weer in Mexico, die wordt het zeer bekend hier. Ik rede deze werk van bij de conference. So dann fragt Paulus vielleicht, na was wird es? Du siehst gut, dass wir bloß Gott seine Gnade, und dann sagst du, hast aber Dollar gearbeitet aus irgendwas wer, und dann sagst du, das ist Gott seine Gnade. Was ist dann die Wahrheit? Du siehst Gott seine Gnade, nu sagst du Arbeit, und dann sagst du, Gott seine Gnade, wohnt es. Das ist nicht ein von dort, das ist beides. Gott seine Gnade, Gott seine Arbeit, dann unsere Arbeit. Das braucht beides, bloß ein oder das andere schafft nicht. So, weil wir bleiben beim Glauben, weil wir nicht abgeben. Das sind dann, wie lange du gebet hast, aber nicht abgeben. Wenn du volles Vertrauen hast, und das stimmt mit der Schrift, das ist Gott sein Wille, das ist Gott sein Plan so, dann gib nicht ab. Dann bleib beim Gott seine Gnade annehmen und Glauben an Gott, dass er wird das Wunder tun, und dann du aber jedes Mal, was Gott dir angibt, was du tun kannst, dann du dort. Wenn er sagt, nicht sie still, nu sie lue bloß noch mit, dann da dort. Wenn es manchmal will, wie bloß alle Sorten tun, und Gott sagt, oh, lue du, ich will. Nächstes Mal, dann gibt Gott Antwort an, hey, du sollst ja eine Person was sagen. So, wenn du an denkst, vielleicht ist das dort kleine Ding, was Gott will, hat du tun sollst, wird das Wunder in Erfüllung bringen. Weil wir nicht abgeben, bleib mutig, und dann wird das Wunder passieren. Ha eine gute Weg.